Hallo, heute sind wir im Tierpark und Fassilium Bochum. Wir sind jetzt im australischen Bereich, Australien-Neuguinea, mit unseren australischen Gabelbärten, die wir beim Essen hoffentlich gleich sehen werden. Das ist ein Pärchen. Und wir haben damals, als wir hier in der alten Südamerika-Anlage waren, schon erfolgreich Gabelbärte nachgezogen, allerdings die südamerikanischen. Wie das hier jetzt mit den australischen funktioniert, müssen wir noch abwarten. Im Moment sind die Tiere noch nicht ausgewachsen, das wird auch noch ein Weilchen dauern. Neben den australischen Gabelbärten, die wir hier bei uns jetzt haben, gibt es noch zwei Papua-Weichschildkröten. Die kommen aus dem Bereich, wie der Name schon sagt, in Papua-Neuguinea. Zieht sich auch runter bis Nordaustralien, weshalb die Kombination mit unseren australischen Gabelbärten hier zusammen eigentlich recht sinnvoll ist und hat sich auch bis jetzt bewährt. Die Papua-Weichschildkröten sind recht interessant. Sie gehören halt zu den Weichschildkröten. Sie haben keinen Knochenpanzer, sondern es ist wirklich so eine ledrige Haut. Wenn man die berührt, spürt man halt nicht dieses typische harte Schildkrötenhornmaterial, sondern es ist wirklich so ledrig und leicht körnig, würde ich mal sagen. Die sind also nicht glitschig und sie haben halt eine besondere Anpassung, sind wirklich rein wasserlebend, kommen ab und zu dann mal an die Luft, an die Oberfläche, nehmen dann Sauerstoff auf, verschwinden dann wieder für meistens ist es hier so etwa eine halbe Stunde. Und noch so eine Besonderheit ist halt, dass im Vergleich zu anderen Schildkröten sind die Vordergliedmaßen so weit umgestaltet, so ähnlich wie es auch bei Meeresschildkröten ist. Also man sieht nicht mehr einzelne Finger mit den Schwimmhäuten dazwischen, sondern die sind ganz anders ausgeprägt und sind wirklich an das Wasserleben angepasst. Ja, hier ganz wichtig noch unser Springschutz. Die Gabelbärte sind hauptsächlich an der Oberfläche unterwegs und jagen auch, indem sie aus dem Wasser springen und Nahrung vielleicht von Ästen oder irgendwelche Insekten, die vorbeifliegen, werden dann im Flug geschnappt. Und eben recht springfreudige Fische, und deshalb haben wir hier erstmal für die Eingewöhnung ein Netz installiert, um die Fische am Herausspringen aus dem Becken dann zu hindern. Als dritte Art, die lebt hier auch relativ versteckt in diesem ganzen Wurzel- und Blättergezweige. Das ist ein Channa, das ist hier in dem Fall eben der Cobra-Schlangenkopffisch. Das ist eben auch ein Raubfisch. Der hat hier am Anfang, als die Gabelbärte neu hineingekommen sind in sein Reich, sag ich mal, hat sich schon versucht zu behaupten und ist dann immer mal hinterhergeschwommen. Da war am Anfang recht spannend, das so zu beobachten. Mittlerweile haben die drei Arten sich hier in den Becken aber schon sehr gut etabliert und jeder hat so seine Nische gefunden und man lebt friedlich und harmonisch. Wir haben früher diese Anlage mit HQI-Beleuchtungsbrennern, nenne ich es jetzt mal, mit Leuchtmitteln halt beleuchtet, die relativ energieineffizient waren. Mittlerweile sind die meisten Leuchtmittel auch wirklich vom Markt und wir haben dann als erstes umgerüstet auf LED-Beleuchtung. Ein so ein Panel hat jetzt 100 Watt und bringt ungefähr das Licht, was wir hier früher mit 400 Watt erreicht haben. Also auch da haben wir die Energiekosten natürlich reduziert und die Wartungsfreundlichkeit bei den LEDs ist natürlich auch viel höher als bei einem HQI-Strahler. Wir haben damals hier oben eine Betonkante gehabt bei dem alten Becken, zog sich quasi von hier bis nach dahin durch und die Tierpfleger mussten immer, um an das Wasser zu gelangen, mussten wir quasi über diese Uferkante erstmal klettern. Das haben wir jetzt auch geändert, sodass wir viel näher an den Tieren sind und einen besseren Einblick auch von der Besucherseite durch die Anlage haben. Das hatten wir geändert. Wir haben in der Dachkonstruktion selber, das ist auch recht interessant, ein
normalerweise diese kleinen Dachluken, die man auch zu Hause vom Boden kennt. Diese kleinen Fensterchen haben wir an der anderen Seite getauscht durch ein riesengroßes, ich glaube es hat so um die 2,80 Meter großes Schiebefenster, was wir dann auch öffnen können und somit auch viel mehr oder eigentlich überhaupt erstmal natürliches Sonnenlicht hier reinbekommen mit dem zugehörigen UV-Anteil. Das war schon ein ziemlich großer Fortschritt und auch eine große Aufgabe an den Dachdeckern. Und an sich zur Temperatur hier in dem Raum haben wir jetzt gerade so um die 28 Grad. Luftfeuchtigkeit sollte bei um die 90 liegen, vielleicht auch ein bisschen mehr. Die Wassertemperaturen sind dementsprechend auch tropisch, auch um die 28 Grad hier in dem Becken und bei den Mangrovenbecken ist es ähnlich auch warm. Das Ganze wird hier im Bereich überhaupt nicht großartig mit Heizung betrieben, sondern wir haben unten halt im Kellerbereich, wo die Filterung auch untergebracht ist, dann die ganze zusätzliche Technik, um quasi hier die Becken zu beheizen, zu reinigen und den pH-Wert einzustellen. Das ist alles hier oben nicht in der Anlage, sondern eben unten im Technikbereich. Und es gibt noch eine Benebelungsanlage, die zeitgesteuert angeht und hier einen richtigen, quasi eine Atmosphäre von wirklichem Nebel erzeugt. Auch das ist ein Modernisierungsschritt gewesen. Wir hatten früher auch eine gute Beregnungsanlage, aber da gab es eben immer noch so kleine Wassertröpfchen oder eigentlich im Vergleich zu der jetzigen recht große Wassertropfen, die hier für eine erhöhte Luftfeuchtigkeit in den Terrarien gesorgt haben. Mittlerweile sind die Tropfen durch die neue Anlage halt so klein, dass ein wirklicher Nebel hier entsteht und der auch längere Zeit in dem Terrarium stehen bleibt, sodass quasi die ganze Luft einmal gesättigt werden kann mit Wasserdampf. Jetzt das Abonnieren nicht vergessen und aktiviert auch die Glockenbenachrichtigungen, dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn wir ein neues Video veröffentlicht haben.